29. April 1945 war für die Deutschen in Caserta in Norditalien der Anfang vom Ende. Und der Händler von General Wittinghoff und General der SS Wolf, Oberbefehlshaber aller deutschen Truppen in Italien und dem westlichen Teil von Österreich, trafen ein, um die bedingungslose Übergabe zu unterzeichnen. Die Übergabe in Caserta vernichtete jede Hoffnung, den Kampf in Süddeutschland fortzusetzen. Generalleutnant Morgan unterzeichnete im Namen des alliierten Oberkommandos für Feldmarschall Alexander. Bei der Übergabe der Dokumente, die das Schicksal der letzten deutschen Armee in Südeuropa, fast 1 Million Mann, besiegelten, bewachten die anwesenden russischen, englischen und amerikanischen Offiziere eisiges Schweigen. Das war die Südarmee. 5 Tage später, am 4. Mai, ergaben sich die Nordarmeen bedingungslos Feldmarschall Montgomery. Generaladmiral von Friedeburg, Stellvertreter von Großadmiral Dönitz, wurde mit seinem Stab durch die britischen Linien geleitet, um hier im Namen der Wehrmacht die vollständige und endgültige Niederlage Deutschlands zu dokumentieren. Nach Generaladmiral von Friedeburg unterzeichnet General der Infanterie Kinzel. Für die Alliierten zeichnet Feldmarschall Montgomery, der Sieger von Ägypten, Libyen, Tunis und Belgien. Mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands hat er seinen letzten entscheidenden Sieg errungen. 3 Tage später, am 7. Mai, spielt sich in diesem schlichten Schulhaus in Reims die letzte Szene des langen Kampfes ab. Die Bevollmächtigten des alliierten Oberkommandos überreichen die Bedingungen, unter denen sich die letzten deutschen Streitkräfte an allen Fronten vorbehaltlos zu ergeben haben. General Jodl zeichnet für Deutschland. General Bedell Smith zeichnet für die Alliierten. Für General Eisenhower endet damit eine lange Zeit mühevoller Planung und Arbeit. Am 8. Mai wird in Berlin die Übergabe im Osten ratifiziert. Feldmarschall Keitel. Marschall Zhukov verließ die Bedingungen. Feldmarschall Keitel unterzeichnet für die Wehrmacht. Generaladmiral von Friedeburg. General Spaatz von der amerikanischen Luftwaffe. Marschall Tedder von der britischen Luftwaffe. Marschall Zhukov zeichnet für die Rote Armee. Der französische General de Lattre de Tassigny. Im Osten, Westen, Norden und Süden ist der Krieg beendet. Deutschland gibt sich geschlagen. In Lüneburg wird die Nachricht bekannt gegeben. Wie in vielen deutschen Städten versammeln sich auch hier die Einwohner auf den öffentlichen Plätzen und hören durch die Lautsprecher der alliierten Militärregierung, dass der Krieg beendet ist. Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos
den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert. San Francisco an der pazifischen Küste von Nordamerika ist jetzt Schauplatz von Ereignissen, die die Zukunft jedes Einzelnen in der ganzen Welt beeinflussen werden. Hier treffen sich die Vertreter der Vereinten Nationen, um einen neuen Bruch des Weltfriedens für immer unmöglich zu machen. Männer vieler Nationen, Sprachen und Glaubensbekenntnisse sind hier zu einem einzigen Ziel vereint. Unter ihnen sieht man die Delegation von Saudi-Arabien, den Premierminister von Südafrika, Feldmarschall Smuts, den Vertreter der Philippinen, Herrn Song aus China, Mr. Eden, Außenminister von Großbritannien, der Außenkommissar der Sowjetunion, Molotow, der britische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Lord Halifax, und Mr. Eden. Sie unterhalten sich freundschaftlich, ehe sie am Sitzungstisch Platz nehmen. Ihnen schließt sich der amerikanische Staatssekretär Stettinius an, sowie der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Gromtjo. Die Delegierten aus Indien haben bereits Platz genommen. Ebenso der Sohn des großen tschechoslowakischen Staatsmannes Masaryk. Das ist der Delegierte der Niederlande. Von Griechenland. Mexiko. Aus dem Libanon. Aus Iran. Und aus Ägypten. Um die Welt über den Gang der Konferenz auf dem Laufenden zu halten, sind großzügige Telefon- und Radioeinrichtungen geschaffen worden, die der Presse zur Verfügung stehen. In der Telefonzentrale werden 40 verschiedene Sprachen gesprochen. Die Aufgabe, ein wirksames System internationaler Sicherheit zu schaffen, wurde zuerst in Dumbarton Oaks im Jahre 1944 umrissen. Das ist das Bild, das sich den Alliierten beim Einmarsch in Deutschland bot. Deutsche beim Plündern, selbst Kleidung, für die sie keine Verwendung haben. In jeder deutschen Stadt, in der sich solche Szenen abspielen, muss die Ordnung wiederhergestellt werden. Auf Anweisung der Militärregierung versammelt sich die Menge auf dem Marktplatz, um die alliierte Bekanntmachung bezüglich der Auflösung der Nationalsozialistischen Partei zur Kenntnis zu nehmen. Das ist das Ende der Nazi-Herrschaft, ihre Gesetze und Einrichtungen. Das ist das Ende des deutschen Militarismus. Waffen aller Art, Pistolen, Degen, Dolche, Säbel müssen abgeliefert werden. Jeder Bürger muss sich bei der alliierten Militärregierung melden. Jeder erhält einen Ausweis.
Bezirke werden für die Lebensmittelversorgung abgegrenzt. Alle Lebensmittelvorräte innerhalb eines Bezirks werden gerecht und gleichmäßig unter die Einwohner verteilt. Zuerst wird ein Zentraldepot errichtet. Alle zur Verfügung stehenden Vorräte aus der Nachbarschaft werden eingeliefert und hier in der Nähe des Verwaltungsgebäudes der alliierten Militärregierung eingelagert. Dabei stellt sich heraus, dass sehr viel Lebensmittel und Vieh verborgen gehalten worden sind. Aber Lebensmittel sind knapp und alles muss über die Sammelstelle gehen, um der Allgemeinheit zugute zu kommen. Lebensmittel sind noch wichtiger für die Bevölkerung einer Stadt als Elektrizität, Wasser und Gas. Kohle ist der Ursprung aller Triebkraft. Zerbrochenes und fehlerhaftes Gerät wird wiederhergestellt. Wenn die Maschinen wieder laufen, werden Licht, Heizung und Transportmittel wieder verfügbar sein. Aber es gibt immer noch ein paar, die der Arbeit der alliierten Militärregierung durch Spionage und Sabotage Widerstand leisten. Dieser Mann ist durch das alliierte Militärgericht verhört und verurteilt worden. Die Gesetze der alliierten Militärregierung müssen befolgt werden.